Mein Name ist Marcel, also die meisten nennen mich Messi. Ich bin 33 Jahre alt und habe Design studiert. Bin im Moment als Grafiker tätig bei einer Agentur. Und was für mich Kunst bedeutet, ist eher, es hat nicht mit einem Handwerk zu tun, sondern eher mit einer Obsession. Also was auch immer das man macht, solange man einen gewissen Grund dahinter und eine gewisse Leidenschaft damit verbindet, ist alles, was daraus entsteht oder auch im Prozess irgendwie bewirkt wird, für mich Kunst. Also Kunst ist Kunst und alles andere ist alles andere. Ja. Also der Ort, den wir hier sehen, ist hier nicht irgendein Platz aussuchen, sondern mehr das Quartier, wo ich aufgewachsen bin. Das sind Russenwinkel. Und einer der wichtigen Plätze von dieser Zeit war mein Kindergarten. Das ist das wunderschöne kleine Häuschen da hinten. Für viele, die nicht hier im Kindergarten sind, hat es immer etwas Schauriges gehabt. Es war irgendwie so ein Hexenhäuschen. Rundherum hat es noch viel mehr Bäume und Pflanzen gehabt. Es war so richtig so ein bisschen eingewuchert gewesen. Und wir schauen es jetzt mal ein bisschen näher an. Also, ich habe hier hinten gewohnt, in diesen komischen Blöcken. Also komische Blöcke sind dazumal eigentlich für mich sehr schöne Blöcke, aber wenn man im Nachhinein wieder da kommt, dann muss ich sagen, es ist eine rechte Arbeitersiedlung. Auf jeden Fall sind wir einmal da oben runtergekommen und da zum Kindergarten. Und meistens sind wir einmal etwa mindestens eine halbe Stunde vor der Kindergärtnerin da gewesen. Und dann haben wir rundherum einmal Hochfangis gemacht. Aber das, was für mich eigentlich einer der wichtigsten Plätze war in meiner Kindheit, ist, wir hatten hinter dem Haus so einen Hügel, den haben wir Böhl genannt. Und auf dem hat es da den grossen, super Baum gehabt. Der war für uns schon fast mythisch. Und der ist auch heute noch da. Mit hinten dran ein Bänkchen, das sehen wir auch nicht gerade. Also,
dann wäre das besagte Bänkli. Das ist eigentlich, wir sehen auch noch ein Rundum-Ding. Früher noch immer so ein bisschen das Bänkli gewesen, wo man entweder seine Kollegen getroffen hat oder also die ersten Liebesszenen haben sich da abgespielt, wo man noch klein war, Händchen hebend. Und so hat man sich einmal da getroffen, bevor man wieder heim zum Nacht musste. Und von da aus hat man zum einen einen wunderbaren Blick Richtung Güpsi hinterher, ein bisschen über die Berge. Und zum anderen war man wie ein bisschen abgeschottet vom restlichen Quartier. Und einfach ein herrlicher Platz. Ja, man hatte auch ein bisschen Zeit für sich selber gehabt. Oder eben auch, wie gesagt, irgendwie mit der Geliebten. Wo die Eltern natürlich nie haben dürfen wissen. Aber das wirklich noch im kleinen Alter. Was aber auch ganz speziell war, ist im Winter war das so ein Quartiershügel. Und da haben sich einmal die übelsten Schlittel, Rennen und Unfälle abzeichnet. Es gibt da noch verschiedene Kategorien, die schauen wir jetzt gerade an. Also da stehen wir jetzt auf dem höchsten Punkt vom Böhl. Man sieht, das ist das Quartier. Und wir haben genau in diesem Block gewohnt, und zwar hier im zweiten Stock, wenn ich es treffe. Da innen. Das war einmal spannend, weil wir ein bisschen draußen spielen. Die Mutter hat einmal irgendwie über den Balkon gerufen, dass Zeit zum Essen ist. Ja, und hat das ganze Geschirr unter Kontrolle gehabt und ein bisschen den Blick drauf. Das war immer spannend. Oder auch selber, wenn man daheim war und rausgeschaut hat, hat man immer gesehen, ob die Kinder schon am Spielen sind und immer auch noch raus können. Dann auch ganz spannend, im Sommer ist da der Prachtsbaum. Da oben dran in der Nische haben wir einmal irgendwie über Wochen hinweg Baumhütten gebaut. Also ein paar Bretter zusammengenagelt oben, und das war so ein super Baumhaus vom Quartier. Wir haben echt mit allen, jeder hat irgendetwas gebracht, und wir haben da oben das Ding gebaut. Nur das Handicap war, dass wir nie einen richtigen Zugang dazu hatten. Das heisst, man hat einmal von da hinten, und den Ast gibt es tatsächlich immer noch, ist man auf den Ast, über den Ast ist man dann so langsam da hochgeklettert, da hinten durch, über den grossen Teil. Da in der Hälfte hat man schon fast eine Pause gebraucht, irgendwie ein bisschen schnaufen, und vor allem war die Höhe da enorm hoch gewesen. Also da hat man echt Schiss gehabt. Und dann über die zwei zusammengewachsenen Äste ist man dann hochgekommen und ist dann dort in der Mitte in dem Baumhaus gehackt. Ich war nur meistens so klein gewesen, dass ich wirklich irgendwie pro Sommer habe ich das etwa 2 Mal geschafft bis dahin. Und wenn ich da oben war, bin ich etwa 3 Stunden oben gehackt, bis wir fast schon in die Hose gemacht habe, weil ich mich nicht mehr getraut habe, aber unbedingt aufs WC haben müssen. Aber das war ein riesiges Erlebnis, wenn man mal da oben war. Aber im Winter war der Böhl der Schlittelhang. Und das ist einmal da durchab, hat es einmal hunderte Schlitten, aber während im Kindergarten und in der Primarschule ist man da am Mittwochnachmittag Schlitten gegangen. Und der Hang war eigentlich der, der meistens genutzt worden ist. Dann in der Mitte haben wir noch so Schanzen gebaut. Und das war auch am einfachsten zum Hochkommen. Im Moment sieht es wirklich klein aus, aber dazu hat man auch schon eine halbe Stunde gehabt, bis man oben ist. Dann hat es da hinten, das da oben runter, der war mindestens 10-mal so steil. Das war der Steilhang. Und wer da sich getraut hat, mit dem Schlitten gerade oben runter zu fetzen, also der war sehr mutig. Steilhang, das ist wirklich etwas, was du als Kleiner nicht machst, nachher immer mehr versuchst du zu beweisen. Und wenn du mal da unten bist und so, bist du froh, dass du überlebt hast. Dann auf die andere Seite, da hinten,
Da drüben, das war die Sonnenblume. Die Sonnenblume, weil sie im Sommer immer ein super, wunderbares Sonnenblumenfeld dort hinten hatte, wo jetzt das grüne Teil steht. Und das war eine der spaßigsten Sachen, weil da im Zimmer rennen geht. Das war so der Kick-Off, da ist man rein, dann ist man Strössli durch. Auch links da hinten ins Quartier und dort hat es nochmal 2 Hügel, wo man oben runter ist. Und dort unten, also wenn man dann angekommen ist, wer erster, zweiter, dritter natürlich war. Spannend war auch, wenn man da oben runtergefahren ist. Und dann sind wir über zu 5. sind wir losgefetzt. Und dann da hinten geht es recht den Hang durch und dann hat man immer versucht, den anderen oben runter zu würgen. Also das waren richtig Hollywood-reife Verfolgungsjagden. Neben dem Spass, den man natürlich hatte, war das eine unglaublich lange Strecke, bis man dort unten war. Und bis man von dort unten wieder alles hochgelaufen ist, bis dahin, das ist eine Ewigkeit gegangen. Also da hat man am Nachmittag einplanen, dass man etwa 2 so Fahrten machen kann. Action. Also was wir jetzt machen, ist spektakulär. Wir bestellen die Pizza für die ganze Familie, Mattu. Und für die Julian, gell? Also, Julian, hast du telefoniert? ich würde mal telefonieren. Gut. Guten Abend, mein Name ist Mattu. Ich würde gerne 3 Pizzas bestellen zum Abholen und einen Salat. Das wäre einmal Bischof, einmal Tonno, einmal Spinaci und ein gemischter Salat. Salat. Ja, bin da. Entschuldigung, ich meine, Sie fragen Nein, kein... wenn Sie Französisch Französisch. Französisch, ja. Wenn Sie kommen, Wenn ich es fertig? sagen wir 5 ab 7. Perfekt. Nein. Machen wir Viertel ab. Viertel ab 7. Nein, also 7, 5 ab 7. 7. 5 nach. Perfekt. Ja, bis später. Danke, wiederhören. Eine feine Pizza, einen schnellen Einblick. Oh, yes, yes. Die von Futter machen. Oh, es hat geklingelt. Julian, machst du mal Türe auf? Hallo Julian. Hallo. Hi, Pizza. Die drücken wir jetzt. Du nimmst gerade eine entgegen. Bist du Du gerade nimmst gerade die ganze Zeit. Und bring was in die Küche hinterher. Essen. Küche hinterher. Essen wir in der Küche. Ab in die Küche. Los. Hä? Machen wir die Tür zu? Hoppa. So. Jawohl. Ein bisschen Tabasco drauf. Oder weißt du es? Ist nicht Tabasco. Keine Ahnung, irgendetwas Mexikanisch. Super scharf. Das geht immer so. Das Verheerende ist aber bei einem Fläschchen, dass man fast nicht kommt. Nachher kannst du auch schütteln. Ist alles. So, also ein gutes Miteinander. Oh. Hoppala. Prost. Oh. Prost. Julian? Prost. Ich dachte, du nimmst die Chili blau. Ah, Prost. Chili. Prost, Julian.